Heute gibt es eine Challenge für uns, Innenraumreinigung eines verschmutzten Fahrzeugs ohne jegliche Chemie. In diesem Video wollen wir mal eine Innenraumreinigung versuchen, ohne dass wir einen einzigen Reiniger verwenden. Das heißt, wir wollen alle Oberflächen nur mit Hilfe von hauptsächlich Dampf, das wird unser Haupthilfsmittel sein, und Druckluft, einem Staubsauger, Pinseln und Tücher, also wirklich komplett ohne Chemie reinigen. Wir zeigen euch mal, wie der Wagen vorher aussah, zeigen euch dann die einzelnen Schritte und sehen uns am Ende zum Fazit wieder. So, bevor es jetzt losgeht, wollen wir uns mal unser Werkzeug der Wahl angucken. Thermostar MediClean Tech. Das Produkt oder den Reiniger haben wir euch ja schon mal in einem Video vorgestellt, zusammen mit dem Nico von Thermostar. Ist im Endeffekt ein Trockendampfreiniger mit einem hohen Druck und 179 Grad Dampftemperatur. Wie gesagt, wenn ihr noch Fakten zu dem Reiniger an sich, also zu der Maschine an sich haben wollt, guckt euch das Video nochmal an. Da ist er intensiv vorgestellt. Wir werden bei der Innenraumreinigung jetzt viel die spitze Dampfdüse benutzen, um punktuellen Strahl zu haben, um alles punktuell zu reinigen. Das Schöne ist, wir können uns ja hier die verschiedenen Dampfstufen einstellen. Also wir werden uns wahrscheinlich zwischen Stufe 2 und 3 je nach Oberfläche bewegen, aber das werdet ihr dann am Dampfausstoß an den jeweiligen Oberflächen sehen. Die Heißwasserspülfunktion werden wir im Innenraum nicht verwenden bzw. auch gar nicht brauchen. Das Schöne an dem Gerät ist, wir können per Klick diese Düse hier wechseln und können gerade für Polster und glatte Oberflächen so eine Flächendüse oder so einen Flächenaufsatz hier verwenden. Dort spannen wir ein Mikrofasertuch rüber. Es gibt auch spezielle so Dreiecksaufsätze von Thermostar, aber ich zeige euch, es funktioniert auch wunderbar mit einem Mikrofasertuch. Kann man häufiger wechseln, wenn es nass ist oder schmutzig ist, sodass wir das einfach hier einklemmen und damit flächig arbeiten werden. Und haben dann ganz am Ende, plane ich zumindest, damit das Auto geruchstechnisch auch nochmal aufgefrischt wird, nochmal hier die Möglichkeit, einen Geruchsneutralisierer zu verdampfen. Dazu erzähle ich euch aber später mehr. Mit der Reinigung sind wir soweit fertig. Zu meinem Fazit komme ich dann am Ende. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen für guten Geruch sorgen. Das können wir ja auch mit einer Vorrichtung machen, die quasi Flüssigkeit hier raussaugt und verdampft. Da kommt dann ein spezieller Reiniger rein. Das ist der Hygiene Solution Blaster. Das Spannende daran ist, es ist biologisch abbaubar, pH-neutral, nicht reizend. Also lösungsmittelfrei, duftstofffrei, farbstofffrei, aldehydfrei, alkoholfrei, phenolfrei. Also auch in der Anwendung für den Anwender gut anzuwenden, ist hypochlorige Säure, deswegen wird Geruch nicht nur überdeckt, sondern auch zerstört, was Dampf ja eh schon macht. Das ist ein großer Vorteil von Dampf durch die Hitze, dass wir viel geruchsbildende Moleküle und Substanzen zerstören. Und im Endeffekt wird das einfach im Innenraum einmal versprüht, kann da ein bisschen einwirken und der Kunde kann auch nach einer halben Stunde gleich weiterfahren. Also großer Vorteil gegenüber Ozon. Wenn man jetzt eine extreme Geruchsbelastung machen kann, vielleicht machen wir dazu nochmal ein Video getrennt, kann man auch die ganzen Lüftungskanäle mit behandeln, das einmal durchlaufen lassen. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Geht einfach um eine kleine Auffrischung und einen angenehmen Geruch. Das Produkt selber riecht gar nicht. Es riecht direkt nach der Anwendung so ganz leicht nach Chlor, verfliegt aber wieder sofort und hat keinen Eigengeruch. Also von daher ein perfekter letzter Schritt und ich zeige euch gleich mal, wie schnell der auch geht.
Mein Fazit zur Innenraum-Challenge, es hat wirklich hervorragend funktioniert. Also ich habe hier an keinem Punkt der Reinigung die Chemie vermisst. Nicht mal bei den Scheiben, nicht bei den Polstern und schon gar nicht beim Kunststoff. Also es hat wirklich super funktioniert in Verbindung mit dem Sauger, Druckluft und Pinseln und im Tuch natürlich, um den Dreck zu entfernen. Hat der Dampf tatsächlich die Chemie ersetzt. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen umweltbewusst sein will und sich natürlich auch Kosten für die Reiniger spart in dem Fall. Oder für Kunden, die sehr geruchsempfindlich sind und einfach diesen Reinigergeruch im Auto nicht mögen. Generell vom Workflow, ich würde sagen, wir waren sogar einen Tick schneller als mit dem Reiniger. Deswegen, Methode hat für mich wunderbar funktioniert. Die Polster sind schon sauber, Kunststoffe, Displays, also alles relativ unproblematisch. Ein Hinweis, wenn ihr eine Echtlederausstattung habt, das ist Kunstleder hier, müsst ihr mit dem Dampf aufpassen, das ist nicht ganz so prickelnd dafür. Da sollte man einen speziellen Lederreiniger nehmen, ansonsten hat das wirklich hervorragend funktioniert. Bei der Elektronik natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht fluten, immer die Feuchtigkeit beachten und gut nachwischen und vor allen Dingen mit Druckluft trocknen. Aber die gleiche Problematik habt ihr auch, wenn ihr einen Reiniger verwendet, dann nutzt ihr auch ein nasses Produkt. Von daher meine wirklich wärmste Empfehlung. Für uns wird diese Methode häufiger Einzug erhalten. Vielleicht in Kombination mit Chemie, manchmal auch komplett alleine. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Schreib gerne dein Feedback in die Kommentare und schreib mir gerne dazu, ob du schon Erfahrung mit dem Dampfreiniger hast. Ansonsten abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!